Hi Leute, willkommen zu Lagen gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Naja, und eine andere Sachen ab und zu, so wie ich Lust habe. Aber das kennt ihr ja schon. Also der eine oder andere, der meinen Kanal schon mal gesehen hat. So, unser heutiges Thema wird sein, ich werde so einen kleinen Einhand-Rabenschnabel mal bauen. Habe ich auch, glaube ich, noch kein Video zu gemacht. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema interessiert euch. Bleibt dran, wir sehen uns. Dann fangen wir mal an. Und zwar habe ich mir erstmal wieder eine Schablone gemacht, so von so einem Rabenschnabel. Bin ich hingegangen, habe dann erstmal aus 10 mm Matte, auch wieder normale Plastizote 45, also 10 mm. Schon mal so den Kopf gemacht, das geht dann in der Mitte. Gucke ich jetzt, dass ich hier so ungefähr mittig den drauf lege. Dann nehme ich einen Kugelschreiber, guckt immer, dass der möglichst weit hier oben ist. Weil wenn er den zu weit unten macht, reißt er sehr schnell ab. Also nicht ganz, ich lasse jetzt noch so einen Zentimeter, also sagen wir so ein Finger dick. Und nachher kommt oben sowieso noch was drauf, Leder kommt auch noch rein, also dass da nichts abreißen kann. So. Leder einfach hin. Nimmt halt die Spitze vom Kernstab, legt die drauf, schneidet hier erstmal so das Stück raus. So. Ja, und dann kleben wir das jetzt erstmal ein. Das Ganze machen wir dann erstmal wieder mit Heißkleber. Das müssen wir jetzt erstmal was abkühlen lassen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich hier noch so ein paar Lederreste rumfliegen habe. Einen habe ich hier noch. So, mal jetzt schauen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich für 2 Teile nicht so ganz reichen. Na, so wie es aussieht, nur für 1. Habe ich hier noch ein bisschen was anderes an Resten rumliegen. Naja, probieren wir erstmal mit dem hier aus. So, gut, dass wir hier immer so einen weißen Edding rumfliehen haben. Für sowas kann man dann halt auch immer schon mal die Lederreste nehmen, die man dann da so rumfliehen hat. Wie ihr seht, generell für schwarze Matten oder schwarzes Leder ist so ein weißer Edding oder je nachdem auch Kreide. Dann ja nochmal so üben. Da kann man das dann schön mit aufmalen. Ja, sieht man ja schön. Und dann kann man das Ganze ausschneiden. Jetzt mal gucken, was ich nehme. Ich habe jetzt noch mal ein Ding gemacht. Jetzt habe ich natürlich gesehen, ich hätte das noch spiegeln müssen. Ich hätte das eigentlich so rumschneiden müssen. Aber das ist nicht schlimm. Kleben wir trotzdem jetzt rein. So, mal schauen. So, sollte noch reichen. Wie gesagt, bei den Sachen, wenn er dann so Leder drauf macht, kann er ruhig ein bisschen mehr drauf tun. Damit das sich nachher in das hier frisselt hier in die rauere Seite noch mit rein. Das saugt so ein bisschen wie so ein Schwamm ein bisschen das Zeug auf. Da kann er dann ruhig ein bisschen dicker auftragen. Kann da nicht schaden. Ja? Braucht auch nicht auf beiden Seiten. Reicht, wenn er eine Seite macht. Dann haben wir hier ein Stück 10er Plastizote Matte. Gucken wir mal, wie lange machen wir das Ganze. Ein Stückchen länger. So. Das tun wir jetzt auf Seite. Legen wir den Kernstab hier so weit drauf. Gucken, dass das möglichst mittig ist. Könnte man dann noch messen, aber ihr kennt mich ja, ich mache das hier immer per Augenmaß. Das Schöne hier bei diesen Matten, man kann es halt schön gerade drauflegen. Da verrutscht so schnell dann nichts. Drauf gemalt. Ein kleiner Schnitt. Und dann schneiden wir das hier so in einem durch. Ich sage ja, die Matten hier, die sind toll. Wenn das auf dem Tisch oder auf der Erde oder wo, auf jeden Fall wo es eben ist, da kann man das schön in einem durchschneiden. Wie gesagt, die Teile hier
immer behalten. Ne? Da kann man immer was Schönes noch draus machen. So. Jetzt mal gucken. Dann machen wir erstmal nur wieder so ein Stück. Denkt dran, immer dann unten anfangen. Mit der Kleberei. Jetzt mal gucken, ob das Ding schon heiß ist. Machen wir jetzt mal so 2 ungefähr gleich große Streifen. Und ich hier noch so ein paar Reste rumliegen habe. So. Da nehme ich dann doch wieder Pateks für. Mal schauen, also noch einen alten, habe ich überall noch so an. Wie gesagt, da kann man immer schön die alten Pinsel noch mal für nehmen. Das ist zwar dann kein Pinsel, sondern mehr so ein Spachtel, aber ich bin ja sowieso nicht so ein alter Spachtler. Kennt ihr ja. Und zwar nicht nur beim Essen. So. Gehen wir erstmal hin. Gucken mal. Das weit genug ist. Ja, das reicht. Haben wir ein gutes Stück vom Kernstab und unten noch. Das passt. Das reicht. So, machen wir wieder auf beiden Seiten. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's Dann machen wir mal weiter. Ich habe jetzt hier aus 6 mm Plasterzote ein paar Streifen geschnitten. Jetzt brauche ich nur, dass die auch lang genug sind. Ja, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Natürlich nicht. Bin wieder total begeistert. Da müssen wir dann ein bisschen tricksen. Das ist natürlich jetzt nicht der Sinn der Sache. Eigentlich wollte ich sowas vermeiden, aber dann müssen wir halt ein bisschen Stücke. Gott sei Dank habe ich mir 3 Stücke gemacht. Ich hatte mir nämlich sowas schon fast gedacht. Das waren jetzt noch so ein paar matten Reststücke hier, die schwarzen, was ich hier noch hatte. Da habe ich mir noch ein bisschen was raus. Die waren halt nur so lang. Aber ist nicht schlimm. Da kann man euch auch noch mal wieder ein bisschen zeigen, dass man auch noch so ein bisschen rumtricksen kann. Im Endeffekt setze ich dann unten noch so ein kleines Stück dran und dann klappt das eigentlich auch. Ich sehe schon, ich glaube der Pateks, der ist auch nicht mehr so ganz frisch. Na? Da werden wir wohl oder übel andere losnehmen müssen. Gut, dass ich noch eine zweite mit habe. Momentan habe ich einen Verbrauch wieder wie so ein Junkie, der irgendwie sich hier so Pateks reinzieht. Muss schon aufpassen demnächst, dass man mich beim Baumarkt nicht so anguckt hier, als wenn ich so ein Drogen-Junkie bin, der sich der Pateks hier in die Nase zieht hier. Naja, kommt fast so was selber raus, wenn man Waffen baut. Irgendwie hat man permanent so Pateks hier Rohre in der Nase. Aber egal, gewöhnt man sich dran. Die Seite ist jetzt soweit trocken. Ja, vielleicht hätte ich doch eine 10er Matte nehmen sollen. So. Machen wir auf der Seite jetzt auch noch. Und dann müssen wir unten noch die Stücke dann dran setzen. Wie gesagt, war eigentlich ein bisschen anders geplant, aber man kann auch improvisieren. Das letzte Stück, das machen wir hier mit Heißkleber. Und da kommt sowieso dann noch ein Knauf dran. Das ist das dann auch nicht so schlimm. Mal gucken, dass das dann schön bündig dran klebt. Ja. Und aufpassen, ne? Denkt dran, Heißkleber ist heiß. So. Zack. Ich schneide statt hier ein bisschen
eine leichte Schräge ab. Regulär dann natürlich mit Pattex dran machen. Aber das geht hier unten am Knauf, kann man das machen, das ist nicht so schlimm. Wie gesagt, da kommt nachher sowieso nochmal Matte drumherum. Ich würde sagen, dann machen wir das ungefähr so bis hier. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. So. Reicht das? Ich denke mal schon. Wir machen jetzt einfach mal hier so in der Mitte durch. So. Sollte gehen. Das Ganze mache ich jetzt wieder der Einfachheit halber wieder mit Heißkleber. Wie gesagt, können wir natürlich schon auch mit Pattex, aber dann immer, wie gesagt, immer beide Seiten einkleben. Ne? So. Mal dran denken, gut abkühlen lassen. So, jetzt würde ich sagen, bevor wir die andere Seite, dann kann das nämlich ein bisschen abkühlen. Dann fangen wir schon mal an, hier so ein bisschen das Ganze beizuschneiden. Schon mal so der grobe Grundbau. Dann geht es jetzt mal weiter, und zwar habe ich jetzt hier Matratzenschaumstoff genommen, ganz weichen aus dem Baumarkt. Das nehme ich immer für meine Schlagflächen, wenn ich so Hämmer baue. Soll hier nachher auch schön fluffig sein und nicht so mit Waffenmatte, ne? Das ist ein bisschen sehr hart, außer man steht auf Schmerzen. So. Hier schon mal so ein bisschen einkleistern. Den Kopf, den mache ich relativ schlank, würde ich sagen. So. Machen wir die Dose schon mal wieder zu. Jetzt muss ich mal gucken. Ich bin am Überlegen in der Zwischenzeit, wo das hier antrocknet. Ja, gerade gesehen. Muss man mal ein bisschen aufpassen, dass man auch vernünftig drauf macht. Nein, beim Kugelschreiber können wir das nicht. Da braucht man weißen Edding. Da ich jetzt hingehen, noch ein bisschen was, so ganz bündig. Schauen, dass der Griff so geht. Wie gesagt, da kann man dann anpassen. Wenn ihr jetzt kleinere Hände habt, ich habe ja auch nicht allzu große. Gibt es ja Leute, die haben so richtige Bauarbeiterpranken. Also bei dem hier geht es jetzt noch, aber es gibt natürlich auch Leute, die haben deutlich größere Hände wie ich. Dann ist das dann manchmal vom Griff her ein bisschen zu, da kann man dann ein bisschen beischneiden. So. Man würde einmal rundherum so ein bisschen einschneiden, nicht zu tief. Ja. Das wird dann wieder hier so die Rille. So, dann machen wir hier 2 Ringe, da und hier, glaube ich, setze ich noch ein paar Nieten drauf. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich hier noch 10er Mattenreste. Ich glaube, das machen wir frei Schnauze so ein bisschen. Hey kid, don't ever. Dafür brauchen wir aber noch die Eispistole, weil wir wollen ja noch Bleiband an der Griffe machen. Beziehungsweise an den Griff. Griffe haben wir ja keinen, das ist ja nur einer. So. Hier einfach mal die Ritze so rein.
Dreht er, dann ist das nämlich hier bündig und nachher können wir dann durch den Heißkleber wird der Schaumstoff ein bisschen weicher und dann können wir das nämlich dann durch strammeres zusammenziehen, dass das dann auf derselben Dicke bleibt oder beziehungsweise ihr könnt das natürlich dann auch noch ein bisschen dünner machen. So, das lassen wir jetzt erstmal kurz ein bisschen abkühlen. Das Ganze müsste jetzt soweit abgekühlt sein. Hoffe ich auf jeden Fall. So. Das Stück abwickeln. So. Denkt dran, wenn ihr mit Heißkleber das macht, immer nur ein Stück, immer nur so ein paar Zentimeter. Das kühlt das dann zu schnell wieder ab und dann klebt das Ganze nicht mehr so gut. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take. Der Rohling ist jetzt soweit fertig. Natürlich kann man den jetzt noch je nachdem ein bisschen hübscher gestalten, aber ich habe jetzt einfach mal so ganz schlichten gebaut. So, dann haben wir das Ganze jetzt erstmal geglättet. Ne? Ich habe das Ganze jetzt erstmal noch ein bisschen trocknen lassen, damit hier der Latex vernünftig ausgedünstet ist. Und dann werden wir das Ganze jetzt mal pinseln. Dafür nehmen wir mal wieder Flexi-Paint. Obwohl ich letzt mir nicht so sicher bin, ob es da nicht vielleicht Probleme gibt mit dem Fliegengitter und dem weichen Schaumstoff inklusive dem Flexi-Paint, dass das sich irgendwie so ein bisschen durch das Knautschen kaputt geht. Das werde ich jetzt bei Gelegenheit auch mal testen. Ich habe nämlich jetzt letzten paar Sachen wieder gekriegt, wo ich mir nicht wirklich sicher bin, ob es daran liegt. Das werde ich nämlich mal testen müssen, damit sowas nicht nochmal passiert. Fangen wir jetzt mal an und machen die Holzmasse sauber. Da machen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen dicker mit Flexi-Paint drauf. Jetzt nur mal gucken. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich 2 Schritte schon mache. Das ist noch nicht. Nehmen wir mal hier einen Schwamm. Ich bin nämlich am Überlegen, direkt erstmal Silber drauf zu machen und dann direkt in einem dann auch schon mit dem Holz anzufangen. Wie gesagt, wenn es dann zu hell ist, das sehen wir dann aber erst, wenn es dann trocken ist. Dann nehmen wir halt noch ein bisschen mit verdünntem Schwarz drüber. Mal gucken. Bin mal gespannt. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich vertrocknen lassen. Ne? Müssen wir schauen. Hier, das lasse ich jetzt dran. Hier habe ich nämlich wieder richtig gesaut, aber das ist nicht schlimm. Dadurch, dass ich nachher noch mit Silber drüber gehe, gibt das nachher so ein bisschen Rosteffekt. Das ist immer bei manchen Sachen ganz praktisch, wenn man dann jetzt zu genau arbeitet, sage ich jetzt mal. Die Farbe sieht jetzt aus, als wenn sie trocken ist. Ich will ein bisschen rumgeferkelt hier überall, so ein bisschen noch. Ja, hat sich gelohnt, ein bisschen mehr braun wieder rein. Jetzt sieht er doch wieder deutlich brauner aus. So, dann werden wir jetzt mal hingehen und geben dem Ganzen noch ein bisschen einen metallischeren Look, weil das Silber, dadurch, dass ich das relativ dünn drauf getupft habe, dann doch schon recht dunkel ist. Außer hier an der Stelle, da habe ich irgendwie rumgeferkelt. Seht ihr hier die Stelle? Das ist dann, so was passiert auch mir ab und zu schon mal. Das ist natürlich dann nicht ganz so schön, aber was soll man machen? Passiert.
So. Aber danach gehen wir dann noch ein bisschen nochmal mit Schwarz was drüber. Und dann gucken wir mal, ob wir das nicht noch ein bisschen wieder kaschiert kriegen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann lassen wir das Ganze jetzt noch was trocknen. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen Topgrün. So, passt auf. Und zwar mal wieder so ein kleiner Tipp. Und jetzt mal erstmal hier wieder gucken. Irgendwie muss die Dose auch mal wieder ein bisschen aus. Aber ist nicht schlimm. So, also Tipp. Und zwar den Pinsel tue ich ja dann immer, wenn ich den benutzt habe, in Wasser. Und wenn ihr dann wieder neu pinseln wollt und der ein bisschen härter geworden ist, lasst ihr den einfach ein bisschen im Wasser drin. Macht den dann gut trocken. Und dann ist der wieder richtig flexibel. Ein bisschen Wasser im Pinsel ist auch nicht schlimm. Können wir natürlich noch ein bisschen mehr mit dem Zewa oder so, aber da passiert nichts. Und dann habt ihr den nämlich zum Pinseln richtig schön weich. Ja, also nur so als kleiner Tipp mal wieder. Aber ihr seht hier, an den Stellen hier, die ganzen Blasen, die gehen jetzt allmählich alle weg. Sei wo ihr ein bisschen was dicker stehen habt, so wie hier jetzt so an den Stellen, geht einfach nochmal mit dem Pinsel ein bisschen drüber. Was ihr auch machen könnt, da immer so ein bisschen so runter, dass die, wenn da zu viel ist, dass das weggeht. Wie gesagt, am besten immer 2 oder 3 Schichten drüber machen. Und dann geht das eigentlich. Und wie gesagt, hier so an den Kanten, da müsst ihr mal ein bisschen gucken. Ups, ja, ich muss auch gucken. Das war nämlich die Spitze vom Rabenschnabel. Oder das dann halt an den Stellen wegmacht. So. Ja, dann hängen wir das Ganze jetzt auf zum Trocknen. Und dann kommt das Leder in den Griff. Topgut ist jetzt trocken. Mal gucken. Naja, hier oben, das ist an der Stelle geht's. Hier kann man immer noch sehen. Das Tolle ist, beim Videoschnitt ist mir das dann aufgefallen. Hier ist der Topgut noch nicht ganz trocken. Im Video halte ich das immer schön da rein. Das ist mir aber beim Bauen selber nachher erst relativ spät aufgefallen. Da war es leider schon ein bisschen spät. Ich habe es ja noch ein bisschen kaschieren können, also wenigstens so halbwegs, aber das war echt interessant. Das ist mir dann beim Videoschnitt noch aufgefallen. Naja, gut, steckst du nicht drin. So, jetzt haben wir schon mal dran. So, dann nehmen wir uns das Leder. Hier habe ich wieder ein bisschen schmaler, weil ich das ja immer so Pi mal Augenmaß schneide. Aber ist nicht schlimm. Und hier ist die Klinge auch schon wieder mal nicht mehr so richtig scharf. Aber ich habe jetzt für die 2 Schnitte oder 3 habe ich keine Lust mehr groß zu schneiden oder zu schleifen. So, jetzt nochmal zur Erklärung. Ich habe das zwar schon, ich weiß nicht wie oft in den Videos, aber ich sehe das immer mal wieder bei manchen Waffen. Leute, wickelt vom Knauf zur Spitze und nicht von der Spitze zum Knauf. Ich erkläre euch das gleich nochmal wieder. Ich sage ja, also das habe ich die letzte Zeit bei ein paar Sachen schon öfters gesehen. Vielleicht gucke ich auch genauer hin wie andere. Ich weiß es nicht. Ich erkläre das jetzt gleich auch nochmal. Ich glaube, das erkläre ich so ziemlich in jedem Video, wo ich irgendwo Ledergriff am Wickeln bin. Aber ich glaube, das scheint bei manchen noch nicht so ganz angekommen zu sein. Warum und wieso. Aber ich versuche es dann noch heute nochmal zu erklären, warum und weshalb. So, gucken wir erstmal nochmal hier. So, ist das lang genug? Oh, schon ein bisschen zu lang. Aber ist nicht schlimm, wir müssen jetzt gleich noch kleben. So. Noch ein bisschen was andrücken wieder. Dafür nehme ich gerne immer so ein Edding. Damit kann man das immer schön
das Klebeband gut. Das ist dann auch hier, dieser Übergang ist dann schöner. Also sieht ein bisschen hübscher aus. Meine auf jeden Fall. So. So. Kleben muss ich jetzt gleich noch. Wie gesagt, ich erkläre euch das jetzt nochmal. Wie gesagt, fangt von unten an und wickelt das in die Richtung. Also immer zur Spitze von der Waffe hin. Hat den Hintergrund. Hier kann man jetzt besser. Wenn ihr greift, ihr rutscht immer runter. Und dadurch, dass das von unten nach oben, lappt das in die Richtung über. Also hier das, was hier an Leder ist. Habt ihr das andersrum und ihr rutscht immer runter, dann geht das nachher und wälzt sich so hoch. Das sieht dann so richtig kacke aus. Ich sag ja, ich habe das jetzt schon öfters bei manchen Leuten gesehen, die ihre Waffen so machen. Teilweise auch bei welchen, die das professionell machen. Keine Ahnung, ob die das nicht wissen oder was. Auf jeden Fall, man macht die in die Richtung. Da hat dann die Hand so runter und dann quasi immer hier über das Überlappende drüber. Dann kann sich da nämlich auch nichts hoch. Ja? Sonst habt ihr nämlich hier die Teile, habt ihr dann so. Ja? Und das sieht dann, irgendwann sieht das richtig scheiße aus. Immer schön so rum machen, dann passiert da auch nichts. Ja? Wie gesagt, ich weiß nicht, warum manche das so machen, keine Ahnung. Einzige, was ich muss sagen, bei mir immer noch keine schöne Lösung gefunden habe, dann quasi hier das Ende richtig schön so verkleben, also ab und zu, das löst sich dann mit der Zeit immer mal. Ich bin immer am Überlegen, ob man das nicht hier irgendwie so ein bisschen hier so, ich sag jetzt mal hier so irgendwie drunter frickeln kann, ne? Aber da habe ich noch keine schöne Lösung gefunden. Könnt ihr ja mal was drunter schreiben, wenn ihr da irgendwas kennt. Ich glaube, ich werde das Ding auch noch ein bisschen kürzen. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Noch ein bisschen kürzer das Teil. So. Noch schnell Kleber mir geholt. Ja, ich weiß es nicht, Leute. Ich hatte sonst immer von U oder Pattex hier so zwei Komponenten, ne, nicht Multikomponenten, Kontaktkleber. Den fand ich eigentlich richtig gut. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es nur bei mir im Baumarkt ist, dass es den dann nicht mehr gibt. Jetzt habe ich mir hier so einen Alleskleber von Pattex geholt. Der ist transparent. Ich weiß jetzt nicht, ob der gut ist. Aber probieren wir mal. Aber ich muss ehrlich sein, der Zwei-Komponenten-Kleber, also wie komme ich immer auf Zwei-Komponenten-Kleber? Also diesen Kontaktkleber, den fand ich eigentlich richtig gut. Ich weiß jetzt nicht, ob der hier auch so gut ist. Mhm. Dann noch ein bisschen was einkleben. So. Dann haben wir das jetzt schon mal dran. Und hier hatte ich hier bestimmt wieder so Fussel hier von einem Kernstab. Ich hatte nämlich vorhin noch an einem Hammer umgewurschtelt. Beziehungsweise bin einen Hammer am Bauen. Da mache ich mir bestimmt wieder so ein kleines Splitterchen rein von den Kernstäben. Passiert immer schon mal. Keine Ahnung, aber ist manchmal so. So. Ist noch halt immer ein bisschen unangenehm, wenn du dann da irgendwie an die Stelle dran kommst, bis das Ding da mal raus ist. So. Jetzt tun wir hier noch so ein bisschen nachdunkeln. Ich gucke jetzt hier, dass ich da auch so ein bisschen an den Stellen hier so ein bisschen in die Ritzen rein. Dann ist das nämlich an den Stellen noch nicht mehr ganz so am Leuchten so hell. Man sieht das schon ein bisschen versiffter aus. Aber wie gesagt, das ist dann immer Licht an euch. Das hier ist jetzt schwarz. Das Leder, das kann man so ein bisschen nachdunkeln. Dann mit schwarz oder hier so einem dunklen Braun. Das ist ja Antique Finish. Man sieht das eigentlich immer schon so ein bisschen benutzter aus. Ich habe das lieber, wenn das nicht mehr ganz so neu aussieht. Ja.
Und das sieht schon mal wieder ganz gut aus. Eigentlich wie immer. Und dann schauen wir mal. Lassen wir jetzt noch ein bisschen trocknen. Ja Leute, das Ding ist jetzt soweit fertig. Ich denke mal abgesehen von dem einen oder anderen Schönheitsfehler hier oben noch an den 2 Stellen, ist das ganz knuffig hier. Wie gesagt, den Kopf kann man noch anders. Eigentlich mache ich den schon mal, dass ich den dann quasi hier so absäbel, ne? Und den dann quasi so ein Stück dran setze, dass der dann komplett so in der Größe und Breite ist. Diesmal ist er ein bisschen schlanker geworden, aber wie gesagt, das sieht wieder so richtig hart aus. Ne? Also, weiß ich nicht. Obwohl ihr seht ja, ne? Also, hier, kleiner Finger. Ja, das ist wirklich schön weich. Also, hört sich brutaler irgendwie an, wie es aussieht. Aber ist egal. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei euren eigenen. Wie gesagt, die kann man auch anders gestalten, auch mit den Matten. Da kann man dann dicker machen, mit 3/10er Matten. Aber das liegt dann an euch, wie ihr das dann gerne habt. Ja, dann haben wir das Projekt schon mal wieder beendet. Ich hoffe, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Dann sehen wir uns bei einer meiner nächsten Sachen, die ich so bastel. Wir sehen uns.